Ich als Digital Immigrant mit einem Hintergrund als Architekturstudium bin in dem Sinne nicht in der Digitalisierung aufgewachsen. Das heißt, Digitalisierung ist auch für mich eine neue Herausforderung. Mich interessiert es natürlich besonders, weil wir bei der SBB im Moment 160 Projekte bearbeiten und wir diese 160 Projekte zum Großteil auch ins eigene Portfolio bekommen werden. Was uns als SBB vor allem interessiert, ist aber die Phase der Bewirtschaftung. Das heißt, der Effekt, den die Digitalisierung auf einen effizienteren Gebäudebetrieb haben wird. Es muss eine gewisse Veränderungsbereitschaft sein, wie bei mir damals von Transparent zu CAD, heute von CAD zu Building Information Modeling. Das heißt, die Menschen müssen das annehmen und sie müssen diese Veränderung auch wollen und müssen den Mehrwert sehen, der dahinter steht. Und das bildet sich ab in einer Gesamtstrategie. Das heißt, es muss in irgendeiner Gesamtstrategie vorgegeben sein, wir wollen in diese Richtung und wir wollen eigentlich auch diesen Wandel vorantreiben, der uns schlussendlich im Geschäft weiterbringt. Und daran bin ich ganz klar der Meinung, Digitalisierung ist Chefsache. Ich bin nicht der Meinung, dass BIM als Synonym für die Digitalisierung herangezogen werden kann. Die Digitalisierung umfasst mehr als nur BIM. Aber BIM ist für uns eine wichtige Stufe der Digitalisierung, um langsam mit dem dreidimensionalen Denken und mit dem Anreichern von Informationen sich einem effizienteren Gebäudebetrieb zu nähern. Wichtig ist auch, dass man BIM zerlegt. Es geht eigentlich um Building, es geht um Information, es geht um Modeling. Und zwei Begriffe darin, das Building und das Modeling, sind in dem Sinne nichts Neues, sondern das I ist das Spannende, nämlich die Information. Das heißt, wie reichere ich das Gebäudemodell an mit Informationen, die wir für den Betrieb der Gebäude dringend brauchen. Wie wir am BIM-Kongress gesehen haben, ist es wichtig, dass die Leute zusammenarbeiten. Wenn wir uns nicht zusammenraufen und Verbände, Vereine, institutionelle Anleger, Planer zusammen agieren und zusammen versuchen, diese Thematik der Digitalisierung in den Griff zu bekommen, dann werden wir alle nicht davon profitieren. Wir brauchen ein Team, das sich mit dem Thema auseinandersetzt, und mit diesem Team haben wir auch ein Pilotprojekt gestartet. Das ist der Letziturm in Zürich, den wir seit einigen Jahren jetzt begleiten und den wir in der vollen Stufe der Digitalisierung eigentlich bis zum Schluss, bis zu dem Abschluss der Errichtung mit computerunterstützten Planungsmethoden, computerunterstützten Errichtungsmethoden errichten wollen. Und danach, wenn das Projekt steht, wollen wir eigentlich dort auch das erste Objekt haben, das nach BIM-Methode auch bewirtschaftet wird. Neben dem Letziturm haben wir auch in Bux ein Pilotprojekt, haben wir in Wollishofen ein Pilotprojekt im Immobilienbereich. Auch im Infrastrukturbereich haben wir mehrere Pilotprojekte laufen, sei das der Bahnhof Basel, sei das der Bahnhof in Lausanne. Durch den Mehrwert des dreidimensionalen Modells wird auch im Infrastrukturbereich eine bessere Bewirtschaftung der Infrastrukturanlagen ermöglicht werden. Wir wollen eigentlich im Immobilienbereich ab 2021 BIM verbindlich vorschreiben in allen Ausschreibungen und ab 2025 mit der Infrastruktur. Also ab 2025 wird es bei SBB im Generellen keine Ausschreibungen mehr geben, die nicht modellbasiert funktionieren.